Regazzoni. Typisch Regazzoni hat nicht in den Rücken geschaut und dadurch ein Unfall von Gilles Villeneuve. Unverschuldet aus dem Rennen gerissen beim Versuch, den überrundeten Schweizer Clay Regazzoni zu passieren. Das ist Gilles Villeneuve. Das ist Pech, für das Villeneuve wirklich nicht kann, jawohl. Nein, ist jetzt passiert. Zeigt sich nur, dass die Intention gehört. Die denken, dass sie alles machen können. Hier haben sie bewiesen. Ist ganz deutlich. Fehler war ganz klar. So. Regazzoni. Ohne Frage. Gilles war nur gut genug, dass der rausgegangen ist und eine Chance genommen, dass er nicht Play mitgenommen hätte, weil sonst wäre auch Reutemann und sehr wahrscheinlich hinter ihm Alan Jones raus. Das wäre ohne weiteres. Ich meine, das war ein totaler Fehler auf der Seite der Regazzoni. Genau bei Halbzeit des Rennens, also dramatischer Führungswechsel. Gilles Villeneuve nach einer großartigen Vorstellung an der Spitze des Weltklassefeldes unverschuldet ausgeschieden. Carlos Reutemann führt und Alan Jones ist Zweiter. Damit rückt natürlich auch Ihr Pilot Jody Scheckter einen Platz auf. Herr Wolf, wie glauben Sie, kann der Grand Prix heute ausgehen? Ich hoffe, es ist wirklich anzuschauen hier. Der Mann, das verdient zu gewinnen, jetzt dass Gilles draußen ist ohne weiteres Alan Jones. Ich hoffe, dass wir Frank und so viel getan hat im Motorsport bisher, dass Alan gewinnt. Walter Wolf hat Frank Williams gemeinsam ja in der Formel 1 angefangen hat, das war vor 2 Jahren. Ja, Gilles Villeneuve, der voriges Jahr den Ruf eines Berufspiloten bekommen hat durch den Fuji-Unfall, für sehr viele Ausräte und Dreher, der heuer eine Kollision mit Ronnie Peterson gehabt hat in Rio de Janeiro, ist heute in Long Beach fehlerlos und großartig gefahren und dann unverschuldet beim Versuch, Clay Regazzoni zu überrunden, von der Strecke abgekommen. Das ist ja heute, dass er überholt wird. Macht so plötzlich. Ich meine, was Clay dafür kriegt, weiß ich nicht. Aber das war total unnötig. Das war eine Blödsinn, was er gemacht hat. Ich meine, wenn das gemacht hätte mit Jody, hätte er wahrscheinlich jetzt darauf marschiert und hätte mal mit Hand zu Hand getroffen. Und den Fall. Ja, ich hätte sehr wahrscheinlich Fahrer geklebt, dass er brauchte. Er hätte größeren Unfall wie Gilles gehabt hat. Was sehr gut funktioniert hier in Beach ist das Bergen von der Strecke abgekommenen Fahrzeugen. Der Kran ist immer sehr schnell zur Stelle und räumt die Fahrzeuge, die beschädigt sind, aus dem Weg. Ja, alle Anerkennung für Gilles Villeneuve, der heute bis zu seinem Unfall eine großartige Leistung geboten hat. Hans, Brambilla, Pironi, Lauda, Mercari und Villeneuve, das sind die Ausfälle bei halber Distanz der Schlacht von Long Beach, der Straßenschlacht hier im Vorort von Elstree. Greift Carlos Reutemann an. Interview mit Carlos Reutemann. Only worries me the track, which is very hard. To keep all the car in one piece is very difficult.
Reutemann sagt, das Auto in einem Stück über die Strecke zu bringen, ist sehr, sehr schwierig. Das hat er schon im Training immer wieder behauptet. Is collapsing both sides. The right side is nearly touching the floor all the time. The left is starting to bow down now. They've got a wing very like the Ferrari. It hangs right out the front and there it goes. Elton Jones, ein hartnäckiger Gegner jetzt für Carlos Reutemann. Und in der nächsten Runde wird Reutemann sehr schwierig haben, die Angriffe von Elton Jones am Ende der langen Geraden unten am Shoreline Drive abzuwehren. Das lässt sich jetzt schon voraussagen. Then he'll run over it, then he's going to bump you when he runs over it, and so on and so forth. Grand Prix racing is the most frustrating form of earning a living in the world, as Villeneuve found out today. And I just hope that Alan Jones is not going to find out, although things don't look too good at the moment. Now, can Alan Jones from his cockpit see what's happening to that front wing? You bet he can. He can see it, and he's getting very uptight about it. Alan Jones, 32 years old, in the Frank Williams car, that white machine, following Carlos Reutemann through that hairpin. They fight with it. Putting on a magnificent display because we know that the Ferrari has the legs. Elton Jones dürfte den vorderen Flügel etwas verbogen haben. Hold on, like he's doing it. Now, the other question is, will there be a resurgence? Mario Andretti, at the end of this race, he was lying about third 1 year ago at this time and came home to remember in that final 4 laps to the finish when he passed Scheckter. And it could be developing that way today. He is not with the leaders, but he's there. Die Führungswagen jetzt am Ocean Boulevard. On your front. Well, if you stay in the first 3 or Das war 4 die Stelle, an der Niki Lauda aufgeben musste, wegen until the flags drop. weggebliebenem Benzindruck. Run out of fuel, have bumped on the last lap. There's always hope for him, but he's too far back to make an absolute direct challenge, I'm sure. Unless either of these cars run into severe problems, which I'm afraid Alan Jones may well do. Mario Andretti in third. Reutemann verschärft jetzt etwas das Tempo, um Elton Jones keine Möglichkeit zum Ausbremsen zu bieten. Der überrundete Wagen von Chapuis und der Wagen brennt im Heck, das haben Sie jetzt deutlich sehen können. Chapuis hat im Rückspiegel nämlich an den Rauch gesehen, versucht das Auto noch heil an die Box zu bringen. Hat sehr gefährlich ausgeschaut vorhin. Chapuis hat die Nerven behalten, ist sofort von der Ideallinie abgerückt, um eventuell noch folgende Fahrer nicht zu behindern. Könnte es sein, dass heißes Öl auf den Auspuff getropft war und sich dort entzündet hat. Der einzige Turbowagen im Feld. Renault die einzige Firma, die vom Reglement Gebrauch macht, dass solche Autos erlaubt. Das ist bereits der 8. Grand Prix des Renault Turbo und man hat bis jetzt noch nie das Ziel erreicht. Auch heute wird Chapuis aufgeben müssen. Es handelt sich um einen abgasgetriebenen 1,5 Liter Zylindermotor. Chapuis hat auf alle Fälle den Hauptschalter jetzt umgelegt und damit alle Stromkreise unterbrochen. Damit wartet man bei Renault weiter auf das erste zählbare Ergebnis in der Formel 1. Chapuis war vor 2 Jahren Europameister in der Formel 2. Im Training hat man eine zusätzliche Luftputze montiert, um den Turbolader besser zu kühlen. Das ist Chapuis, der Wagen ist gut, sagt er, aber das Problem für mich ist, dass der Kurs sehr viele Kurven hat, weil der Turbo natürlich mit einer gewissen Verzögerung fungiert, ganz grob gesprochen. Der Fahrer muss, wenn er eine Kurve anbremst, bereits Gas geben, damit er, wenn er aus der Kurve herauskommt, die optimale Beschleunigung bereits hat. Und dass das bei einer solchen Strecke mit so vielen Kurven schwierig ist, das können Sie sich ja sehr leicht vorstellen. Vor allem im Rad-an-Rad-Kampf ist der Renault Turbo sehr schwierig
zu fahren, weil man ja auch auf die Reaktionen der anderen Fahrer Rücksicht nehmen muss. Und wenn Sie gesehen haben, was inzwischen Villeneuve und Regazzoni passiert ist, dann können Sie sich denken, wie schwierig das ist. Carlos Reutemann, dem die Führung heute in den Schoß gefallen ist, der kein Auto überholt hat, der durch die sukzessiven Ausfälle von Watt wegen gerissener Halbachse, von Lauda wegen wegbleibendem Benzindruck und von Villeneuve wegen Unfall kampflos auf Platz 1 gekommen ist. Reutemann momentan 5. der Weltmeisterschaft, aber nur 3 Punkte hinter dem führenden Mario Andretti. Beim gegenwärtigen Stand des Rennens würde Reutemann heute die Führung in der Weltmeisterschaft übernehmen. 47 Runden sind gefahren, 33 fehlen noch Reutemann, Jones, Andretti, Depailler, Scheckter. Das sind die ersten 5. Meine Vermutung, dass bei Elton Jones der vordere Flügel defekt wurde, dürfte stimmen, denn Sie sehen, Reutemanns Vorsprung wird immer größer. Elton Jones ist von ihm bereits deutlich abgefallen. Überrundung von Stommelen und Herro. Ja, das ist 27, Elton Jones mit dem Williams. Reutemann im Moment 1,22,6 plus
Vergleich, seine Trainingsbestzeit war 1:20,636, also um genau 2 Sekunden schneller. Der offizielle Rundenrekord von Niki Lauda aus dem Vorjahr 1:22,753, 141 Kilometer pro Stunde sind das. Dieser Rundenrekord von Niki Lauda dürfte mittlerweile bereits gebrochen sein. Durchzuführen, weil mir aus der Prepebox gemeldet wird, dass Niki Lauda sich sofort zum Flugplatz begeben wollte, um so schnell wie möglich zurückzufliegen nach Österreich. Kann heute mal nach den Auswechseln ohne Konkurrenz im Ausblick, weil bei seinem Verfolger Ed Jones die vordere Flügelhalterung gebrochen sein dürfte. Carlos Reutemann 2 Sekunden langsamer als im Training. Er kann sich momentan leider das Tempo zutrotzen. Der Wunsch von Walter Wolf, dass Ed Jones den Grand Prix von Long Beach noch gewinnen könnte, dürfte sich nicht mehr erfüllen. 28 Runden noch zu fahren im Grand Prix der USA West, hier an der kalifornischen Pazifikküste, einem Vorort von Los Angeles in Long Beach. Carlos Reutemann, der bei 2 Starts in Long Beach nie über die erste Runde hinausgekommen ist, führt und wird dieses Rennen, wenn ihm kein technischer Defekt passiert, mit Sicherheit gewinnen. Die gute Long Beach-Serie, Niki Lauda, ist abgerissen, zweimal weiter, einmal hinter Regazzoni, einmal hinter Andretti. Weit über 100.000 Zuschauer heute in Long Beach. Es gibt kein anderes Rennen, das ein derart immenses Budget hat. 1,8 Millionen $. Das sind über 20 Millionen Schilling. Der Ausfälle ist mittlerweile der Franzose Jean-Pierre Jabouille gekommen. Sie haben gesehen, dass der Renault Turbo am Heckkurs Feuer gefangen hatte. Watson, Hamstram, Villaroni, Lauda, Merzario, Villeneuve und Jabouille. Carlos Reutemann unten am Shoreline Drive.
Reutemann und Villeneuve ungefähr so, wie sie voriges Jahr zwischen Reutemann und Lauda funktioniert hat. Die beiden Fahrer sprechen mehr oder weniger nur das Nötigste miteinander. Von kompletten Gedankenaustausch wird zum Beispiel bei Brabham Alpha zwischen Watson und Lauda passiert eine Rede. Das ist Alan Jones und es schaut so aus, als wäre der rechte Vorderflügel noch mehr beschädigt, als er vorhin war. Das könnte zweierlei bedeuten. Entweder, dass man Alan Jones die schwarze Flagge zeigt, die bedeutet, dass der Fahrer sofort an die Box muss, weil seine Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, oder zweitens, dass Alan Jones von sich aus an die Box kommt, wenn die Straßenlage seines arabischen oder mit arabischem Geld finanzierten Williams-Autos nicht mehr gut genug ist, so schlimm, dass die Sicherheit des Fahrers nicht mehr garantiert ist. Schade, wir sollten eine Williams-Frage einmal in einer Spitzenserie ins Bild bekommen, weil dann könnte man genau sehen, warum Jones in den letzten Runden auf Reutemann so viel Zeit verloren hat. Carlos Reutemann gewinnt, ist er der erste Fahrer, der in dieser Saison 2 Grand Prix-Siege erreicht. Hat er schon in Rio de Janeiro den Grand Prix von Brasilien gewonnen. Reutemann, Jones, Andretti, De Paillet, Scheckter seit dem Ausfall von Villeneuve unveränderte Reihenfolge der ersten 5 und die Frage für die nächsten Runden, ob Alan Jones seinen zweiten Platz halten kann oder ob er ihn an Mario Andretti verliert. Momentan der Vorsprung von Carlos Reutemann 30 Sekunden. Das ist fast eine halbe Minute. Hier macht sich der Franzose Jean-Pierre Jabouille zum Interview bereit. Ich hoffe, wir bekommen es auch überspielt. And I've got Jean-Pierre Jabouille in the pits with me. He's the driver of the Renault turbocharged V6. Jean-Pierre, it appeared the turbocharger was giving you problems. Is that correct? Yes, my turbo is blown. The turbo didn't really work very well on a very short course like this. I'm sure you're waiting for a fast Also, circuit, das, are you was not? Jean-Pierre Jabouille schon im Training gesagt hat, dass der Turbo hier nicht optimal arbeiten kann, weil der Kurs zu viele Kurven hat. A very good drive nonetheless, a little early to retire, but the man is Der Amerikaner tröstet ihn, gutes Rennen, ein bisschen früh, um auszusteigen, um einen Defekt zu erleiden. Back in 1972, flying first, got back to second. Yeah, and unfortunately the car flew out. He seems like a nice guy. He's a very nice guy, very quick, very dedicated. Done wonderfully in Formula 2 racing. This is going to be real first full year in Grand Prix racing. I hope the car goes well for him. Carlos in this frenzied activity at Long Beach, California. Eine andere Frage für das letzte Drittel des Rennens, ob die Reifen bei Carlos Reutemann halten werden. Jones in second place. Jones. Reutemann hatte im ersten Grand Prix des Jahres in Buenos Aires in Argentinien einen Boxenstopp, ist dort 7. geworden nach einem Reifenwechsel. Damit hat allerdings Ferrari den taktischen Fehler gemacht, dass man Reutemann und Villeneuve mit zu langsamen Reifen ins Rennen geschickt hat. Beim Boxenstopp ist Reutemann dann darauf gedrungen, dass man ihm schnellere, weichere Reifen montiert, und mit diesen Reifen konnte Reutemann dann pro Runde 2 Sekunden schneller fahren als zuvor und noch den 7. Platz erreichen, nachdem er nach dem Boxenstopp, ich glaube, am 18. oder 20. Stelle gelegen ist.
Vittorio Brambilla, ein Anblick, der uns ja nicht neu ist. Brambilla hält ja den Sturzrekord aller Grand Prix-Piloten. Auch wenn man sagen muss, dass sein gestriger Trainingsunfall ohne sein Zutun passiert ist. Das ist am 13. die Vorderradaufhängung gebrochen und man hat Brambilla heute mit dem hastig präparierten Ersatzauto ins Training geschickt. Brambilla hatte am Beginn des Rennens heute eine leichte Kollision, und zwar glaube ich Charrier. Brambilla ist auch der Mann, der von der italienischen Skandalpresse oder Regenbogenpresse, wenn ich so sagen darf, immer wieder als Pilot des angeblich kommenden Alpha bezeichnet wird, also ein Alfa Romeo Chassis mit Alfa Romeo Motor. Allerdings eine Meldung, die von allen Freiheim und Alfa offiziell dementiert wird. Niki Lauda hat sich kürzlich beim Alfa Romeo Chef Bartese genau erkundigt und hat die definitive Auskunft bekommen, dass man nicht einmal noch daran gedacht hat, ein solches Projekt überhaupt zu konzipieren. Also keine Rede vom Alfa, der nach italienischer Zeitungsbericht in 2 Wochen bereits seine ersten Testfahrten absolvieren soll, und zwar in Malocco auf der Alfa Romeo eigenen Teststrecke. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Einmal das unglückselige Manöver Villeneuve-Regazzoni. Bei diesem Unfall ist das Heck des Ferrari deutlich beschädigt worden und Villeneuve hat noch Glück gehabt, dass sich sein Wagen nicht überschlug. Es waren Fußballszenen ähnlich fast wie beim Grand Prix von Japan in Fuji, nachdem Villeneuve mit Ronnie Peterson kollidiert war. Heute mal über Monte Charrier. Charrier fährt heute wieder einmal sein letztes Rennen für ATS. Sein Vertrag wurde komischerweise immer wieder um ein Rennen verlängert. Jetzt sagt Günther Schmidt, der Teamchef, wir können uns 2 teure Fahrer, Maas und Charrier, nicht mehr leisten. Reutemann, Jones, Andretti, De Paillet, Scheckter, ja, das ist die unveränderte Reihenfolge der ersten 5. Auch nur das gleiche wie Sie. Ich bin hier in einem Eisenbahnwaggon, weit entfernt von der Rennstrecke. Hier hat sich Jody Scheckter gedreht. Links unten sehen Sie den Wolf mit der Startnummer 20. Scheckter, der an der 5. Stelle gelegen ist, der ein abenteuerliches Training bereits gehabt hatte mit Motorschaden, mit Getriebeschaden, mit einem Aufhängungsbruch mit einem Unfall im Training, und dann hat er beide Aeros-Piloten, sowohl Stommelen als auch Patrese, im Training angefahren. Sie sehen, wie wütend Jody Scheckter ist. Der Mann, der voriges Jahr hier in Long Beach vom Start bis 3 Runden vor Schluss geführt hat, ehe dann wegen Reifenschaden von Andretti und von Lauda geschlagen wurde, ausgeschieden. Jody Scheckter im 4. WM-Lauf dieses Jahres, weiterhin ohne Weltmeisterschaftspunkte. Das ist eine bittere Zwischenbilanz für den Vize-Weltmeister vom vorigen Jahr. Es wird immer offensichtlicher, dass Scheckter und Wolf ein neues Auto brauchen. Allerdings wird sich etwas verzögern. Wie ursprünglich gewünscht, wird der neue Wolf nicht bis
zum Monte Carlo Grand Prix in 4 Wochen fertig werden, sondern erst Anfang Juni wahrscheinlich für den Grand Prix von Spanien. Jody Scheckter 4 Rennen und noch keine Punkte. 10. Platz in Argentinien, dann eine Kollision mit Tambay in Brasilien, ein Motorschaden und ein darauffolgender Unfall in Südafrika und heute wieder ausgefallen. Ja, und da sehen Sie ganz deutlich jetzt, wie nahe erst Mario Andretti an El Jones herangekommen ist und zweitens natürlich, wie weit oder wie tief die Frontflipper am Williams-Auto bereits herunterhängen und ganz offensichtlich, dass sie den Kurven bereits am Boden schneiden oder kurz vor den Kurven, wenn der Wagen gebremst wird und wenn die Vorderseite des Autos heruntergeht. Da können Sie es ganz deutlich sehen. Möglicherweise, dass das passiert ist durch die vielen Punkte der Rennstrecke, durch die Erschütterung, durch die starken Vibrationen, dass die vordere Flügelhalterung gebrochen ist. Und da sehen Sie auch, wie unruhig der Williams von El Jones auf der Straße liegt. El Jones wehrlos gegen die Angriffe von Mario Andretti, kann nur mehr ganz wenige Runden dauern und Andretti ist weiter. Der Boxenreporter meldet uns, dass Frank sich dagegen ausgesprochen hat, El Jones an die Boxenstube fehlt. Er hat gesagt, es ist ja das erste große Jahr wieder des Frank Williams in der Formel 1 mit einem Spitzenfahrer wie El Jones und er möchte die Chance unter allen Umständen nützen, das Rennen zu beenden und wenn möglich Punkte zu sammeln. El Jones ist zuletzt in Girani ein sehr gutes Rennen gefahren. Platz, 3 Punkte waren das für Frank Williams, der schon sehr viele Spitzenpiloten hatte in den letzten Jahren. Erinnern Sie sich nur an Piers Courage, Tim Schenken und so weiter. Ja, keine Chance natürlich gewesen für El Jones, Andretti standzuhalten. Momentan zweiter Andretti, dritter Jones. Und der Vorsprung von Carlos Reutemann über eine halbe Minute. Wie gesagt, ich kann heute leider keine Zwischenstände stoppen, weil ich nur das gleiche sehe wie Sie und weit weg entfernt bin von der Strecke. Sehr tapfer die Leistung von El Jones. Der nächste Gegner für El Jones wird Patrick Depailler sein, der französische Tyrrell-Fahrer, der an der Stelle liegt. Mario Andretti momentan Zweiter. Hat begonnen, 20 Runden noch zu fahren in Long Beach. Sind absolviert, 20 Runden noch zu fahren und der Jubel der amerikanischen Zuschauer über Mario Andretti begreiflicherweise sehr, sehr groß. Andretti fährt den alten Lotus 78, mit dem er den Grand Prix von Argentinien gewonnen hat. Der neue Lotus 79 ist in Silverstone der Regenschlag beschädigt worden. Andretti ist von der Strecke abgekommen und gegen den Wagen von De Regazzoni gefragt. Regazzoni war allerdings auch bereits offen.
Herausforderer dieser Weltmeisterschaftssaison, hat in den letzten Wochen und Monaten mehr Pech gehabt, als ihm zustehen würde. In Rio de Janeiro einen sicheren zweiten Platz. Bis zum Getriebeschaden hat sich dann noch ins Ziel gerettet als Vierter. War dabei, Girolami zu gewinnen. Aber Colin Chapman hatte Mario Andretti damals vor dem Start 15 Liter. Es schien aus dem ganzen Gebund um ein günstigeres Leistungsgewinn zu haben, um den Wagen leichter zu machen. Und genau diese 15 Liter haben Mario Andretti dann gefehlt, der im Kurzverschluss noch an die Boxer nachtanken müssen. Und so hat Ronnie Peterson, der bis zuletzt Mario Andretti gelegen ist, gewonnen. Mario Andretti sagte vor dem Rennen, alles hängt davon ab, wie der Start vor sich geht. Ich hoffe, ich werde nicht eingeklemmt zwischen anderen Autos. Ich hoffe, ich kann irgendwie freikommen. Aber alles hängt davon ab, wie wir vom Start wegkommen. Auto ist heute früh im Aufwärmtraining hervorragend gelaufen. Das war Mario Andretti vor dem Start. Ja, nach seiner Enttäuschung von Girolami hatte Andretti zuletzt auch in Ontario in einem User-Rennen Pech, hat geführt bis kurz vor Schluss, hatte dann einen Motorschaden und Sieger wurde der Hawaiianer Danny Ongeist mit einem privaten Shadow, der sich hier in Long Beach nicht hat qualifizieren können. Achtung, Jean-Pierre Charrier wird überrumpelt von Mario Andretti, müsste ihm allerdings schon längst die Ideallinie freigeben. Aber der Franzose ist oft ein recht störrischer und unberechenbarer Gegner. Hoffentlich passiert nicht das Gleiche wie zuerst zwischen Regazzoni und Villeneuve. Ja, Charrier Platz gemacht. Charrier hat in der ersten Haarnasenkurve den Lotus vorbeigelassen. Patrick Tambay mit dem zweiten McLaren nach einer sauberen und unauffälligen Fahrt an 5. Stelle profitierte natürlich durch die vielen Ausfälle der schnelleren Fahrer. Tambay war im Training 11. Reutemann, der von Enzo Ferrari als harter Arbeiter gerühmt wird. Ein Mann, der alles seinem Ziel unterworfen hat, die Weltmeisterschaft der Formel 1 Rennwagen zu gewinnen. Reutemann, der sich vor 1,5 Jahren für 100.000 Dollar aus seinem Fleming-Vertrag ausgekauft hat, um zu Ferrari zu übersiedeln. Nach Niki Lauders Weggang zu Brett Alpha zum Nummer 1 Fahrer promoviert worden. Hat schon in Rio de Janeiro gewonnen, fast mit einem Minuten Vorsprung. Das war der Sieg, der die amerikanische Reifenkonkurrenz aufgerüttelt hat. Niki Lauda hat damals gesagt, es war ein schwerer taktischer Fehler von Reutemann, seine Reifen überlegt, er offensichtlich zu demonstrieren. Es wäre viel cleverer gewesen, das Rennen ganz knapp, aber sicher zu gewinnen, weil dann hätten möglicherweise die Reifengegner nicht Verdacht geschöpft und Reutemann hätte in der Folge noch weitere Rennen hintereinander gewinnen können. Mario Andretti fährt momentan die schnellsten Runden im Rennen, hat einen 18 Sekunden Rückstand auf 13 Sekunden bereits verkleinert. Achtung, Jody Scheckter.
got in on the inside of me and pulled my back wheel and You must be very disappointed because of course you had such Also im Nahkampf mit Patrick Tambay ist Jody Scheckter ausgerutscht. Es war ein sehr hartes Rennen, aber es war Zeitverschwendung, sagt Jody Scheckter, weil die ganze Anstrengung für nichts war. Reutemann führt unverändert weiter, ist Andretti mit auf 13 Sekunden verringerten Vorsprung. Das heißt, wenn Mario Andretti pro Runde eine Sekunde schneller fährt als Reutemann, dann könnte er den Grand Prix von letzten Runde noch gewinnen. Das Gleiche, was er ja im vorigen Jahr realisiert hat, allerdings 3 Runden Vorschluss. Der arme El Jones hat seinen dritten Platz bereits an Patrick Depailler verloren. Vierter also El Jones. 5. Patrick Tambay und 6. müsste der Franzose Jacques Lafitte sein. Reutemann mit dem französischen Radialreifen 13 Sekunden vor Mario Andretti, 13 Runden vor Schluss in Führung. Hat noch 10 Runden. Der Kampf um den 5. Platz zwischen Patrick Tambay im Nummer 8 und dem Franzosen Jacques Lafitte mit dem Ligier Matra. Tambay ersetzt in diesem Jahr bei McLaren Jochen Maas, der 3 Jahre lang Teamgefährte von James Hunt war, seine große Chance aber nicht hat nützen können. Jacques Lafitte mit dem französischen Nationalrennwagen, dem Ligier Matra. Das ist noch nicht der neue JS9, sondern eine Zwischenlösung. JS7-9 heißt der Wagen. Im nächsten Jahr wird Jacques Lafitte allerdings wahrscheinlich mit einem Ford-Motor fahren, weil die französische Firma Matra aus der Formel 1 aussteigen möchte. Die Matra-Leute haben gesagt, ja, es ist zwar ganz nett gewesen, den Grand Prix von Schweden voriges Jahr zu gewinnen, aber wir brauchen mehr Erfolg. Sieg ist uns zu wenig für den Aufwand und das Projekt kostet noch ungefähr 1,5 Million französischer Francs pro Jahr. Jacques Lafitte kommt immer näher an Patrick Tambay heran, die beiden Franzosen kämpfen um den 5. Platz. Tambay in Amerika sehr populär, er war Can-Am Champion im vergangenen Jahr. Ehemaliger französischer Abfahrt-Juniorenmeister im Skirennsport, aber ich glaube, das wissen Sie schon. In der nächsten Runde wird Jacques Lafitte wahrscheinlich schon versuchen, seinen Landsmann auszubremsen.
war Sechster in Argentinien, hatte dann 2 Unfälle, sowohl in Rio de Janeiro als auch in Kyalami. In Rio war es die Hitze. Tambay ist im Rennwagen kollabiert und ist von der Strecke abgekommen, aber Gott sei Dank unverletzt geblieben. Sehr seitwärts jetzt gewesen, der Mekan von Tambay. Da sind die Windschatten von Tambay. Ja, das war jetzt ganz knapp. Das war knapp. Haben Sie gesehen, wie Tambay von ganz außen herübergeschnitten ist und Lafitte hat ganz lange gewartet, bis er gebremst hat. Das verschafft natürlich Tambay jetzt den vielleicht entscheidenden Vorsprung für die letzten 7 Runden. Das ist Pine Avenue, die Passage, die bergaufführt zur Ziellinie, drauf am Heck des Mekan von Patrick Tambay. Möglicherweise ein Ölleck oder ein beginnender Motorschaden. Der Vorsprung von Reutemann auf Andretti ist gleich in 13 Sekunden. Damit gibt es am Sieg von Reutemann, wenn der Wagen bis ans Ende durchhält, glaube ich, keinen Zweifel mehr. Aber wie viele Grand Prix hat Mario Andretti in den letzten Runden schon spannend gemacht? Erinnern Sie sich nur an die Show in Frankreich, wo Andretti in der vorletzten Kurve gegen John Watson noch gewonnen hat. Ein taktisch sehr cleveres Rennen von Mario Andretti, der Reifen schonend über die Distanz zu kommen versucht, der jetzt genauso wie er es eigentlich vorgehabt hat am Ende des Rennens zulegt. Nur, dass Reutemann bereits so weit von ihm weg ist, das hat Andretti in seine Kampftaktik wahrscheinlich nicht einkalkuliert. Reutemann gleich überrundet werden. Das ist eine bittere Enttäuschung für den Australier, der so lange das Rennen von Reutemann angeschaltet hat. Hat keine Chance, der Überrundung von Carlos Reutemann zu entgehen. Jacques Lafitte hat Tambay überholt. Der seit Kyalami wieder dabei ist und zwar im Team von Eros als Teamkamerad von Patrese.
Naja, und Stommelen hat jetzt Laffit wieder zurücküberholt. Stommelen müsste eine Runde Rückstand haben. Hat zuletzt in Kerami den 5. Platz nur durch Benzinmangel und Nachtanken verloren. Nach circa 5, 6, 7 Runden keine Bremsen mehr. Und ich hatte also kein Pedal am Ende der Geraden, musste an die Box. Es hatte sich ein kleines Entlüftungsventil gelockt worden an der Vorderachse und ich auf die Bremse lüfte, die fuhr weiter, aber leider ging dann bereits nach weiteren 3, 4 Runden die Bremse wieder kaputt und ich musste völlig ausscheiden. Herr Maas, was haben Sie vom weiteren Verlauf dieses Grand Prix von Amerika mitbekommen? Ja, was mich in erster Linie gestört hat, ist die Unfairness einiger Fahrer und besonders von Clay Regazzoni, der den Unfall eigentlich verschuldet hat von Villeneuve. Und ich muss sagen, es sind eigentlich immer wieder die gleichen Leute, die dermaßen auffallen in dieser Richtung. Und ich finde es einfach sehr schade, dass das immer wieder vorkommt. Gerade auf einer Strecke, wo man genau weiß, dass einem keinerlei Spielraum bleibt, muss man natürlich doppelt positiv sein und den Leuten irgendwo eine Chance haben. Und gerade wenn ich also Rotstau hinter mir sehe und ich weiß, dass ich überrundet bin, dann muss ich hier besonders darauf achten, dass niemand wehtue. Und das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass das wieder passiert. Carlos Reutemann fährt ein relativ müheloses Rennen und einen problemlosen Sieg nach Hause, der ihm zum Teil in den Schoß gefallen ist, weil er kein Auto überholt hat, die schnelleren Autos ausgeführt. Ja, so sieht es aus. Reutemann, das hat er sicherlich gut in der Hand. Allerdings muss ich sagen, er profitiert auch etwas von dem Schaden an Alan Jones Vorderachse, also beziehungsweise an dessen Flügel, als er rumholt. So sieht es von Mittlerweile ist Mario Andretti längst an zweiter Stelle. Eine letzte Frage, Jochen Maas. Kann man Long Beach mit dem Kurs von Monte Carlo vergleichen, wo ja der nächste Grand Prix stattfinden wird? Welcher Kurs ist schwieriger fürs Auto und für den Fahrer? Ich würde sagen, dass Monte Carlo noch eine Spur schwieriger ist. Man hat also dort noch mehr Recht und etwas flüssiger hier noch. Dankeschön, Jochen Maas. Und Sie können sich ja in einem Monat ein Bild selber machen, wenn wir den Grand Prix von Monte Carlo übertragen. Derzeitigen Stand des Rennens bleibt und es gibt jetzt in der vorletzten Runde kaum mehr daran Zweifel, dann sind Reutemann und Andretti in der Weltmeisterschaft Kopf an Kopf und ex aequo an erster Stelle. Momentaner Stand Andretti 12 und Reutemann 9 Punkte. Reutemann 9 dazu wären 18, Andretti für einen zweiten Platz 6 Punkte dazu, wären gleichfalls 18 Punkte. Das heißt, Siegel mit 10 Punkten wäre also bereits um 8 Punkte zurück. Letzte Runde für Carlos Reutemann, 1,2 Kilometer lange Long Beach. Reutemann, der in dem fast zweistündigen Rennen nie einen Fehler gemacht hat, der seine Fahrfähigkeiten vielleicht nicht ganz aufgedeckt hat, weil er von
der Trainingsbestzeit ausgestartet, nur an 4. Stelle war und dann nach den Ausfällen der vor ihm liegenden Autos die Spitze übernommen hat. Erster Gegner, Elton Jones, zurückgefallen, weggebrochen, vor der Flügelhalterung. Nächster Gegner, Mario Andretti, aus einem bereits zu großen Rückstand angreifen und dadurch momentan über 10 Sekunden zurück. 20 Gangwechsel pro Runde, 14 Kurven in jeder Runde. Schwerarbeit für Carlos Reutemann. Auch wenn er, wie gesagt, nicht ernstlich gefordert ist. Taktisch sehr cleveres Rennen und ein sicherer Sieg. Carlos Reutemann gewinnt für Ferrari den Grand Prix von Amerika in Long Beach. Für Reutemann ist das der 7. Grand Prix-Sieg in seiner Karriere. 4 hat er für Brabham gewonnen und 3 für Ferrari. Reutemanns erster Blick gilt und Carlos is getting his helmet off here. It's been a hot, hard drive for him. Vielleicht funktioniert es mit einem Siegerinterview. Die Fahrer sind ja direkt nach einem Rennen schwer ansprechbar. Sie sind fast taub von dem Lärm des ganzen Rennens. Die Frage lautet, hervorragende Fahrt von dir. Were you chased at all by Mario at the end? Very difficult. Very difficult, sehr schwer. Ja, das ist die Standarderklärung von Carlos Reutemann, der gefragt wurde, ob er eigentlich gewusst hat, dass Mario Andretti Jagd auf ihn hat. Did you have any troubles with your young teammate, Gilles Villeneuve? No problem. No problem. Okay. Mit Villeneuve Probleme, naja, Villeneuve lag, solange er im Rennen gewesen ist, ja vor Carlos Reutemann. Carlos Reutemann, der 36-jährige Argentinier, macht in der Weltmeisterschaft einen weiten Sprung nach vorne. Ex aequo jetzt an erster Stelle mit Mario Andretti. Erster in Long Beach, also Carlos Reutemann auf Ferrari. Das ist sein 7. Grand Prix-Sieg und der 60. Grand Prix-Sieg für Ferrari. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen damit aus Long Beach danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wiedersehen und gute Nacht.